wir wurden schon öfters gefragt, was wir denn auf unserer Reise alles dabei haben. Und das hier ist jetzt das Basic-Video mit den ganzen Basics. Sieht schon ganz schön viel für Basic aus. Ja. Wir haben schon öfters gesehen, dass Leute ohne Abschleppseil unterwegs sind. Und wir finden Abschleppseil extrem wichtig. Nicht nur für sich selbst, sondern auch, dass man anderen helfen kann, wenn jemand mal liegen bleibt und vielleicht auch gerade irgendwo steht, wo es sehr ungünstig ist. Wir haben bestimmt ein etwas überdimensioniertes Abschleppseil dabei. Und das ist so ein Dynamik-Abschleppseil mit einem Gummiband in der Mitte. Aber ja, dafür lässt sich halt deutlich einfacher, gerade wenn man mal unbefestigte Straßen hat, deutlich leichter abschleppen. Und damit kann man sich auch super gut Leute freiziehen oder sich selber freiziehen lassen, wenn man sich mal festgefahren hat. Und dazu haben wir so eine Soft-Schiekel benutzt. Finden wir ganz, ganz wichtig, weil diese Metalldinger halt voll gefährlich sind, gerade bei so einem Gummibandseil, dass da keiner bei verletzt wird. Sonst hier diese Hard-Schäkel, gehen ja auch viel schneller kaputt und die Soft-Schäkel, die halten auch viel, viel mehr aus. Okay, das kann zurück. Warnwesten. Wir hatten eine Zeit lang 8 dabei, jetzt haben wir nur noch 2 dabei. Was auch sehr wichtig ist, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere, ist ein Starterkabel. Damit können wir uns selbst starten mit unserer Zweitbatterie, falls unsere Starterbatterie mal leer ist. Und wir können aber auch andere starten. Ein Zollstock. Ein Batterieladegerät, damit man, falls die Batterie mal den Geist aufgibt, die eventuell noch wiederbeleben kann. Und wir machen das auch immer so, wenn wir mal irgendwo stehen, wo wir Strom haben, dann schließen wir einfach das Batterieladegerät an unsere Batterie an und können dann in unserem Auto alles ganz normal weiter benutzen. Das lädt mit maximal 5 Ampere und das reicht auch eigentlich soweit. Es sei denn, man schneidet Videos, aber naja, also... Aber dann haben wir ja meistens auch noch 230 Volt und dann kann der Laptop einfach 230 Volt ziehen. Da haben wir einfach eine 3er-Steckdose dann dran. Das Ladegerät hat außerdem noch so ein Reconditioning-Programm, wo man einmal im Jahr oder so dann die Batterie dann noch mit wiederherstellen kann, dass sie ein bisschen länger hält. Dadurch, dass wir mit einem Benziner unterwegs sind Zündkabel gut, ein Finger und ein paar Kerzen und dazu natürlich der passende Schlüssel. Dadurch, dass wir mit Autogas unterwegs sind, haben wir noch einen Ersatz-Autogasfilter dabei, einen Miniaturschraubendreher für so kleine Sachen, wenn man mal ein Laptop-Ladegerät oder Laptop auseinanderbauen muss. Ganz viele Elektroverbinder, Sicherungen, Lötverbinder, die man einfach mit einem Feuerzeug benutzen kann. Ist für unterwegs sehr praktisch, wenn man was ganz schnell gehen soll. Aber wir haben auch noch normale Kabelschuhe dabei und normale Quetschverbinder und dazu dann natürlich auch noch die passende Zange. Dann benutzen wir statt Zigarettenanzünder solche Steckdosen, die halten halt einfach viel besser und da können wir dann unser Laptop-Ladegerät und alles Mögliche anschließen. Kabel. Ist da noch irgendeine Dicke mit bei, die man vielleicht noch dabei haben sollte? Irgendwas Dickeres oder dickere dünneres? Ein paar dünnere, ja. Passt du? Ja. Also sind wir gut ausgestattet. Kabelbinder. Das ist ein Lötkolben, den hat Steffen auf USB umgelötet. Wie hast du das eigentlich gemacht? Wir haben nur einen Lötkolben dabei. Ich glaube, das habe ich mit einem Feuerzeug und einer Gabel gemacht. Echt? Ja. Vorher hatte das Ding 3 AA-Batterien und mit Batterien hat es gut funktioniert, aber wenn wir dann Akkus mit 1,2 Volt reingetan haben, dann hatte das Ding überhaupt keine Leistung mehr. Und deswegen haben wir das auf 5 Volt USB umgebaut und das funktioniert super jetzt. Lötzinn, Schrumpfschläuche und Isolierband. Und Kontaktreiniger. Schleifpapier, um was sauber zu machen, um was blank zu machen, um Rost zu entfernen, um Kontakte reinigen, wenn die ganz schlimm sind. Wir dachten zuerst, dass ein Stückchen Benzinschlauch kaputt gegangen wäre, deswegen haben wir uns gleich ein bisschen mehr gekauft. Aber in Wirklichkeit war dann die Benzinpumpe kaputt. Und deswegen fahren wir jetzt immer noch ganz viel Benzinschläuche durch die Gegend. Du musst das erklären. Ich muss das erklären. Dann haben wir einen Umfüllschlauch für unsere Gasflasche dabei, wenn man mal keine Tankstelle findet, was bis jetzt noch nicht so häufig vorgekommen ist, aber 1-2 Mal haben wir den schon gebraucht. Dann kann man einfach eine ganz normale andere Gasflasche dran anschließen und dadurch, dass unsere Gasflasche ein Peilventil hat, geht das auch super schnell und ohne Erwärmen und so ein Quatsch. Oh, ist das schwer. Was ist der Feste? Wir haben einen Stempelwagenheber dabei. Wir finden, das ist einfach der einzige, der wirklich gut und zuverlässig überall funktioniert.
Wenn wir uns mal ganz tief festgefahren haben, haben wir uns aus dem originalen VW-Bus-Wagenheber eine Aufnahme gebaut. Die kommt halt da einfach ganz in die normale Wagenheberaufnahme ran und dann kann man halt an der Seite gut rankommen zum Auto hochpumpen. Zum Pumpen haben wir 3 Verlängerungen dabei und wenn man mal eine Reifenpanne hat, haben wir ein Radkreuz dabei. Und das Coole an dem Radkreuz ist, Ach ja. dass man einen Aufsatz drauf machen kann. Kannst du den nochmal abmachen? Ja, das ist ganz schön fest. Unser Radkreuz hat an einer Seite einen Halbzoll Vierkant und deswegen können wir auch ganz normal dann zum Beispiel die 30er Nuss für das vordere Radlager benutzen oder auch für hinten haben wir dabei. Ups, Leicht schwer, ja, ich weiß. Brauchen wir bestimmt nicht unbedingt, aber Loctite. genau, gerade wenn man viel Offroad und viel über schlechte Straßen fährt, ist das recht wichtig, mal ein paar mehr Schrauben mit Loctite einzuschmieren, dass sie sich auch nicht von alleine fest losrütteln. Wie zum Beispiel die Antriebswellenschrauben, die bei uns andauernd loswerden, obwohl wir sie jedes Mal mit Loctite festziehen und sauber machen vorher. Deswegen haben wir auch ein paar Ersatzschrauben dabei, weil der Antrieb irgendwie immer ausgenibbelt. Ein Ölfilter-Löseschlüssel. Genau. War das richtig? Ein Keilriemen. Wir haben Keilriemen dabei, weil unsere Wasserpumpe über den Keilriemen mit angetrieben wird und ohne Wasserpumpe können wir nur 1-2 Kilometer weiterfahren. Wir haben einen Multimeter dabei, was wir auch super praktisch finden, weil man damit halt nicht nur Strom kontrollieren kann, sondern auch gucken kann, ob zum Beispiel irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist oder sonstiges. Also man kann damit dann auch noch den Durchgang prüfen und mal messen, wie viel was verbraucht, wenn man jetzt interessiert, wie viel der Kühlschrank verbraucht und sowas oder wie viel das Solarpanel produziert. Man muss auch nicht alles unbedingt dabei haben, zum Beispiel die Pfeile oder den 27er Schlüssel haben wir jetzt beides zwischendurch uns geliehen und dann meinten die Werkstätten, komm, ihr könnt den einfach behalten und haben uns den dann geschenkt. Dann haben wir noch Flüssigmetall, 2 Komponenten, Kleber, Dichtmasse dabei. Hat uns auch, wie man sieht, haben wir den schon fast aufgebraucht, haben wir schon häufiger gebraucht zwischendurch. Normalerweise haben wir Panzertape dabei, aber unseres ist im Moment gerade ausgegangen und wir finden gerade keins, deswegen haben wir im Moment nur gerade... Wie heißt das? Wie heißt denn das Zeug? ist Tesa. Tesaband dabei. Zu dem Tape braucht man natürlich dann auch noch WD-40. Passt das gut zusammen? Ja, man sagt doch immer, kennst du nicht dieses Ach so, Tape WD-40 jetzt schon. Problemlöse-Ding? Und wenn man mit einem Synchro unterwegs ist und Differentialsperren oder sonstiges dabei hat und für die Unterdruckstellelemente ist so ein kleiner 3 mm Durchschlag immer praktisch dabei zu haben, weil man ohne den relativ aufgeschmissen ist. Oder man muss einen Schraubendreher opfern, so wie wir es gemacht haben. Dann haben wir von HZ einen Werkzeugkoffer dabei und dann haben wir uns einfach das Werkzeug angeguckt, was dabei ist. Da ist eigentlich alles Grundsätzliche dabei, also Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Innensechskant, Seitenschneider und so weiter. Und wir haben uns dann einfach angeguckt, was uns noch fehlt oder was wir nicht so gut daran fanden. Und wir fanden zum Beispiel das Cuttermesser nicht so gut, deswegen haben wir uns noch ein vernünftiges Metallcuttermesser dazu gepackt und von Knipex noch eine vernünftige Gripzange dazu gepackt. Dann fehlte uns noch ein bisschen eine Spitzzange, dann haben wir uns noch eine Spitzzange dazu gekauft und eine kleine Gripzange haben wir dabei, um mal was festzuhalten. Dazu kommen dann so VW-Bus-spezifische Sachen wie zum Beispiel ein Infield-Zahn für die Antriebswellenschrauben oder dann ein Sechskantdreher für die Antriebswellenschrauben. Braucht man das auch für eine Europatour oder so? Ja, würde ich auf jeden Fall dabei haben. Ist auch nicht viel. Ja, ist ja auch nicht so viel, das nimmt ja nichts weg. Was dabei ist, ist eine 3/8 Zoll Knarre und dazu ein ganzer Satz. Dazu haben wir zum Beispiel dann auch noch eine 24er, zum Beispiel für das Lenkrad vorne. Und was wir uns dazu geholt haben, ist ein Adapter, um dann wieder Halbzoll von dem Radkreuz zu benutzen. Einen kleinen Knarrendreher, einen Sechskant-Knarrendreher für die Kleinschrauben und so weiter mit so einem kompletten Satz haben wir noch dabei. Wir sind einfach so beigegangen, dass wir uns, als wir noch in Hamburg waren, einfach immer nur dieses Werkzeug benutzt haben und jedes Mal, wenn wir dann noch zusätzliches Werkzeug gebraucht haben, haben wir uns das aufgeschrieben und das haben wir uns dann noch dazu geholt. Oder? Nein, alles gut.
Euer Ernst sein? Luke, das ist alles sandig. Mit dem Keilriemen angetrieben wird, kann man zur Not mit der Lichtmaschine noch weiterfahren, aber ohne Wasserfokus. Oh. Wir haben Keilriemen dabei. Wenn der Mond 27 Grad zu Jupiter steht, dann kann man mit dem Auto noch weiterfahren.